Ist der Rush Pack auch nur eine überarbeitete Form des Standard Assault Packs oder steckt mehr dahinter? Das klären wir jetzt gleich in diesem Video. Viele von euch dürften die Rucksäcke der Rush-Serie von 511 sicherlich schon kennen, denn immerhin gibt es sie schon seit einiger Zeit. Heute werden wir uns die mal genauer anschauen, denn sie sind ja ursprünglich ein bisschen an einem Assault Pack angelehnt worden und oft werden sie auch mit dem verglichen. Wir werden aber heute mal aufzeigen, wo denn die Unterschiede liegen und was die Rush-Serie doch sehr viel anders macht und sehr stark unterscheidet von den herkömmlichen Assault Packs. Die ursprünglichen Rucksäcke kommen in 4 verschiedenen Varianten daher, und zwar einmal gibt es den Rush 12, dann den Rush 24, den Rush 72 und dann haben wir hier als großen Rucksack noch den Rush 100. Bei diesen Angaben handelt es sich übrigens nicht um die Literzahl, sondern eigentlich mehr um die Einsatzdauer in Stunden, für die der Rucksack konzipiert wurde. Der 12er ist praktisch so eine Art Half-Day-Pack, also man würde ihn auch als EDC nutzen. Der 24er logischerweise ein Day-Pack. Der 72er ist dann praktisch für Touren über 2 Tage ungefähr gedacht, eben 72 Stunden. Und der 100er ist dann wirklich ein Tourenrucksack. Kennt ihr die Rucksäcke auch schon und ihre Unterschiede? Habt ihr vielleicht selber einen zu Hause oder alle 3? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Befassen wir uns jetzt erstmal mit dem 12er, dem 24er und dem 72er, also die erste Serie, die praktisch so rauskam bei 511. Die sind nämlich vom Design her recht ähnlich und vom Aufbau erstmal gleich. Werfen wir nun aber erstmal einen Blick auf den Rush 12, also den EDC-Pack, so nenne ich ihn einfach mal, von 511. Klassisch hier haben wir ein sogenanntes Dreifachsystem. Wir haben hier ein Rückenfach, wir haben das Hauptfach und wir haben nochmal eine aufgesetzte Fronttasche sowie darüber nochmal eine Fronteinschubtasche, wenn auch eingelassen und in diesem Fall nicht aufgesetzt. Soweit recht klassisch in der Aufbereitung. Schauen wir uns mal kurz das Frontfach an. Dieses lässt sich natürlich ganz aufklappen mit verschiedenen Einschubmöglichkeiten, einem weiteren gesicherten Fach mit einem Reißverschluss. Hier ein kleiner Karabiner aus Plastik, um dann zum Beispiel nochmal einen Schlüssel dran zu befestigen. Also wie gesagt, alles soweit recht klassisch. Darüber, wie schon erwähnt, nochmal ein zusätzliches mit Reißverschluss gesichertes Einschubfach und dann das große Hauptfach dahinter. Hier natürlich mit Kompressionsriemen gesichert, um das Volumen dann an meine Bedürfnisse anzupassen. Und auch im Innenbereich relativ klar gehalten ein Rückenfach, zum Beispiel für Laptops. Hier nochmal 2 Netztaschen, um zusätzliches Zubehör zu organisieren. Und was ihr hier noch seht, da kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, ist eine weitere Tasche, die ihr allerdings auch von außen bedienen könnt. Der Zugang dafür befindet sich hier hinter dem Tragegriff und dem Hauptfach. Und zwar ist diese Tasche innen drin weich ausgeschlagen und dient eigentlich als Brillenetui. Das zeige ich euch hier. Das ist mit so einem Mikrofaservlies ausgeschlagen, damit die Brille nicht zerkratzt. Wie erwähnt, gibt es natürlich auch noch das obligatorische Rückenfach. Maßgeblich dafür gedacht, eine Trinkblase unterzubringen. Hier oben findet sich noch die Öffnung für den Trinkschlauch und natürlich gibt es auch die typische Halterung für die Trinkblase. Der Rush 12 hat ein gepolstertes Tragesystem inklusive Brustgurt. Da es sich um einen kleinen Rucksack hat 511 natürlich hier auf einen zusätzlichen Hüftgurt verzichtet. Weiterhin ist der Rush 12 wie auch die klassischen Assault Packs rundum mit Molleschlaufen versehen, um weitere Ausrüstung anbringen zu können und ihn damit zu individualisieren. Ihr habt sicherlich jetzt schon gesehen, dass es kleinere Features gibt, wie zum Beispiel das Brillenfach oder die eingelassene Einschubtasche auf der Front, die ihn dann schon von einem Assault Pack unterscheiden. Wir haben aber noch einen wichtigen Unterschied. Er kann auch im Concealed Carry Bereich getragen werden, denn er hat hier hinter dem Frontfach nochmal mit Klett gesichert ein Einschubfach, in das nochmal eine Klettfläche eingearbeitet wurde, um zum Beispiel eine Kurzwaffe dort versteckt mitgeführt zu werden. Sie nennen das selber auch das CCW-Fach, also Concealed Carry Weapon Fach. Kommen wir jetzt vom kleineren, der übrigens 20 Liter Fassungsvermögen hat, zum nächstgrößeren, dem Rush 24, also dem Daypack. Der hat eine Literangabe von ca. 37 Litern Volumen. Ihr seht, er ist natürlich auch ein kleines bisschen größer, hat auch nicht mehr die eingelassene Tasche hier oben auf der Front, sondern eine
aufgesetzte, bietet also auch dort ein bisschen mehr Stauraum und natürlich auch ein größeres Frontfach. Da werfen wir gleich mal einen Blick rein. Wir haben auch hier wieder diverse Einschubmöglichkeiten, auch eine mit dem Reißverschluss gesicherte, den kleinen Haken für Schlüssel. Zusätzlich gibt es hier nochmal mit Klett gesicherte Taschen, zum Beispiel für ein Magazin oder um euer Portemonnaie, Smartphone etc. sicher unterzubringen. Die oben aufgesetzte Fronttasche unterscheidet sich auch von den herkömmlichen Taschen, die man sonst bei einem Assault Pack gewohnt ist, denn sie ist zweigeteilt. Ihr habt also praktisch rechts und links jeweils eine unterteilte Tasche, jeweils wieder mit einem Reißverschluss gesicherten Netzbeutel und einem Einschubfach und dies dann auf beiden Seiten. Auch von einem Assault Pack unterscheidet sich jetzt der 24er schon darin, dass er noch zusätzliche große Seitentaschen besitzt, in denen ihr zum Beispiel auch eine Trinkflasche unterbringen könntet. Arbeiten wir die Front gleich ab, denn auch die 24er Variante mit 37 Litern hat natürlich das CCW-Fach mit Klett innen drin, um zum Beispiel verdeckt eine Kurzwaffe mit euch führen zu können. Kommen wir zum Hauptfach. Das ist natürlich auch wieder mit Kompressionsriemen an den Seiten einstellbar. Hat einen 2-Wege-Reißverschluss. Und ihr seht hier, dass es im Inneren genauso aufgebaut ist wie die kleine Variante. Hier habt ihr ein großes Laptopfach, das auch gepolstert ist. Hier seht ihr wieder innen die Brillentasche, die ihr auch hier von außen erreichen könnt. Natürlich ist auch die wieder weich ausgeschlagen, um ein Verkratzen zu vermeiden. Und das Rückenfach ist dem Rückenfach des 12er Rush sehr ähnlich, nur ein kleines bisschen größer, für eine Trinkblase, auch mit der Öffnung für den Trinkschlauch. Auch das Daypack besitzt natürlich einen gepolsterten Rücken und gepolsterte Schultergurte, einen Brustgurt, verzichtet auch wieder auf den Hüftgurt. Aber wie auch schon die kleine Variante vorher nicht gezeigt, befinden sich hier 2 Aufnahmen für ein zusätzliches Gurtband mit Clip zum Beispiel, falls ihr doch noch einen Hüftgurt hier fixieren möchtet. Und somit kommen wir zum Rush 72 mit 55 Liter Volumen. Auch hier vom Aufbau erinnert er wieder stark an den typischen Assault Pack. Wir haben eine aufgesetzte Fronttasche, eine weitere Fronttasche, Hauptfach, Rückenfach, aber auch der hat einige Besonderheiten und da schauen wir jetzt drauf. Aber vorher standardmäßig wieder schnell ein Blick auf die Fronttasche. Auch hier seht ihr wieder verschiedene Einschubmöglichkeiten, gesichert hier ein Fach durch einen Reißverschluss, in diesem Fall auch nochmal dazu eine Netztasche oben aufgesetzt, um den Platz vollständig ausnutzen zu können. Wir haben auch hier im Inneren nochmal einen Netzbeutel, um zusätzliche Ausrüstung auch dort zu organisieren. Jetzt kommen wir aber schon zur ersten Funktion, die einen klaren Unterschied zeigt, denn dieses Frontfach ist nicht einfach nur aufgesetzt, sondern es ist mit Kompressionsriemen am Rucksack gehalten. Diese können erweitert werden, um zum Beispiel einen Helm darunter zu befestigen. Das Frontfach hier ist dann aber wieder eher typisch wie auch bei einem Assault Pack. Dieses kann komplett geöffnet werden und besitzt einfach eine typische Netzeinschubtasche, um hier Dinge zu organisieren. Auch die Seitentaschen, wie schon bei der 24er Version, also im Daypack, besitzt die 72er Version. Allerdings sind die größer und aufgesetzt und bieten nochmal mehr Stauraum, um Dinge hier unterzubringen. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf das Hauptfach, das durch 2 Kompressionsriemen gesichert ist, wobei der obere gleichzeitig dieses Helmfach mitschließt und der untere dann einfach nochmal das Volumen von Helmfach und dem Hauptfach reguliert. Hier sieht man schon sehr deutlich, dass das Hauptfach um einiges größer ist. Es ist ähnlich aufgebaut, hat allerdings hier 2 Netztaschen, nochmal eine weitere Tasche, zum Beispiel für Dinge, die sandig, schmutzig etc. sind, damit das nicht alles im Rucksack verteilt wird, und ein großes Fach für ein Laptop oder dergleichen, das auch hier wieder gesichert wird, und das obligatorische Brillenfach ist natürlich auch wieder mit dabei. Selbstverständlich habt ihr auch hier wieder das Rückenfach für die Trinkblase mit Sicherung und Öffnung für den Trinkschlauch.
Und jetzt sagt er wahrscheinlich, hat er noch was vergessen? Ja, hat er. Natürlich gibt es auch hier wieder das CCW-Fach. Und zwar hinter praktisch der Helmaufnahme, wieder mit Klett versehen. Könnt ihr auch dort eine Kurzwaffe unterbringen. Selbstverständlich auch andere Taschen, die eine Klettfläche haben. Und damit kommen wir zur Eingangsfrage, ist es jetzt doch wieder nur eine veränderte Variante des schon bekannten Assault Packs oder steckt hier mehr dahinter? Ich denke, wir konnten ganz gut zeigen, dass es eben nicht einfach nur ein Assault Pack ist. 511 hat hier in verschiedenen Formen nochmal einen Rucksack mit dem gleichen System, dem gleichen Konzept herausgebracht. Einmal als EDC, einmal als Daypack und dann als 3-Day-Pack oder als kleinen Tourenrucksack eben. Und immer wieder sich Funktionen überlegt, die den ganzen Rucksack doch sehr stark von einem Assault Pack unterscheiden. Und erwähnt hatte ich ja schon, dass wir auch noch den 100er haben, der mit 60 Litern nochmal etwas größer ist und ihr seht ihn auch jetzt schon ganz anders nochmal aufgebaut ist, trotzdem zur Rush-Serie gehört. Den stellen wir euch in einem anderen Video nochmal gesondert vor. Außerdem gibt es in der Rush-Serie von 511 mittlerweile auch noch Slingbags, eine Tasche etc. Wollt ihr auch darüber noch mehr erfahren? Schreibt es einfach in die Kommentare und wir drehen darüber natürlich auch nochmal ein gesondertes Video. Das war's dann für heute. Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.